Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde mich hier durchaus kritisch mit dem Solver des Casio FX991DE auseinandersetzen. Diese Kritik dürfte weitgehend auch für Solver auf anderen Taschenrechnern zutreffen. Hat eine Gleichung nur eine Lösung, so wird der Solver diese Lösung höchstwahrscheinlich finden. Das ist aber auch nicht ganz sicher. Eventuell kann es am falschen Startwert liegen, wenn der Solver die Lösung nicht findet. Das muss man dann ausprobieren. Aber in den meisten Fällen ist das kein Problem. Die Lösung wird schnell und zuverlässig gefunden. Hat aber eine Gleichung mehr als eine Lösung, so wird mir der Solver abhängig von dem Startwert, den ich wähle, eine dieser Lösungen präsentieren. Oder möglicherweise findet er auch gar keine, aber das ist recht unwahrscheinlich. Er wird mir dann höchstwahrscheinlich eine der Lösungen präsentieren, aber diese ist vom Startwert abhängig. Nun weiß ich aber eventuell nicht, ob es noch weitere Lösungen gibt. Das muss ich dann durch Ausprobieren herauszufinden versuchen. Dabei ist natürlich das Problem, dass ich möglicherweise nie ganz sicher sein werde, ob nicht doch irgendeine Lösung übersehen worden ist. Das muss man dann aber im Einzelfall prüfen, wie gut man abschätzen kann, ob denn nun wirklich die wesentlichen Lösungen gefunden worden sind oder nicht. Aber man sieht hier schon, dass rein aus formalen Gesichtspunkten heraus der Einsatz des Solvers hier schon an seine Grenzen stößt. Ich möchte aber ausdrücklich sagen, dass der Solver einen großen Nutzen hat, nämlich dann, wenn man gar keine Ahnung hat, wo die Lösung liegen könnte, dann kann man nämlich mit dem Solver eine Lösung finden und kommt dann durchaus in der konkreten Fragestellung mit dieser Lösung voran. Ich werde nun einfache Beispiele zeigen. Das erste Beispiel ist sehr einfach und wird gleich dazu dienen, die Handhabung des Solvers zu erlernen. 3x plus 2 gleich 17, die Lösung ist offensichtlich 5, weil 3 mal 5 plus 2 17 ist. Diese Gleichung hat genau eine Lösung und mit Hilfe dieser Gleichung zeige ich gleich die Handhabung des Solvers. Die zweite Gleichung, die wir hier sehen, habe ich einem technischen Prozess entnommen. Bei diesem technischen Prozess kann es letztlich nur eine Lösung geben und diese Gleichung hat auch tatsächlich nur eine Lösung. Aber das ist auch leider nicht selbstverständlich. Auch bei technischen Prozessen, bei denen es am Ende nur eine Lösung geben kann, weil zum Beispiel an einer bestimmten Stelle eine bestimmte Stromstärke fließt und nicht zwei verschiedene Stromstärken gleichzeitig fließen können, kann es sein, dass die mathematischen Gleichungen mehr als eine Lösung zulassen. Dann wird man im Kontext mit dem technischen Prozess die Lösungen, die dabei herauskommen, bewerten müssen. Häufig ist dann aber eine dieser Lösungen total unrealistisch, sodass man dann in aller Regel auch mit Hilfe des Solvers die richtige Lösung finden kann. Auch das werde ich gleich mit Hilfe des Casios zeigen, wie man diese Gleichung löst. Das nächste Beispiel ist eine quadratische Gleichung. Diese hat zwei Lösungen. Diese konkret hat tatsächlich zwei Lösungen. Diese sollte nicht mit dem Solver gelöst werden. Dafür gibt es bessere Methoden, wie ich in einem weiteren Video bereits erklärt habe. Sie können das auch finden, indem Sie nach quadratischen Gleichungen auf dem FX991 suchen. Es gibt da auf dem 991 tatsächlich wesentlich bessere Möglichkeiten, die quadratische Gleichung zu lösen, als das denn mit dem Solver möglich ist. Ich werde aber gleich auch diese Gleichung mit dem Solver lösen, um die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, aufzuzeigen. Insgesamt ist also der Einsatz des Solvers kritisch zu sehen. Er kann auf die richtige Lösung führen oder auch auf die richtigen Lösungen. Er ermittelt aber zunächst nur eine vom Startwert abhängige Lösung. Die Ergebnisse, die man dabei rausbekommt, können aber im Kontext mit dem eigentlichen Prozess, der diese Gleichung erzeugt, als richtig oder falsch eingestuft werden. Ich werde nun zeigen, wie man diese drei von mir hier genannten Gleichungen mit dem Solver löst. Ich werde jetzt diese sehr einfache Gleichung mit dem Solver lösen. Dazu kann ich die Gleichung genau so, wie sie hier steht, eingeben. 3 mal x plus 2. Nun darf ich aber nicht dieses Gleichheitszeichen benutzen, da dann der Taschenrechner einen Lösungsversuch startet. Der ist ihm aber hier unmöglich. Es würde dann eine Fehlermeldung geben. Deshalb ist hier noch ein Gleichheitszeichen abgebildet. Mit diesem Gleichheitszeichen bin ich hier richtig. Gleich 17. Ich kann jetzt den Solve-Prozess auslösen, indem ich Shift-Solve drücke. Shift-Solve. Es wird mir aber zunächst der Wert von x präsentiert, der im Speicher für x steht. Das ist also der Startwert, mit dem die Berechnung losgeht.
Beginnend mit diesem Wert wird nun der Solver versuchen, die Lösung zu finden, die dazu führt, dass das, was auf der linken Seite steht, dem entspricht, was auf der rechten Seite steht. Ich drücke das Gleichheitszeichen. Die Lösung wird sofort präsentiert. X ist gleich 5. Wenn von der linken Seite die rechte Seite abgezogen wird, kommt dabei 0 heraus. Das bedeutet, dass dieser Wert mit 100%iger Genauigkeit bestimmt worden ist. Das kann auch durchaus mal bei komplizierteren Berechnungen hier zu kleinen Abweichungen kommen. Dann kann man damit einschätzen, wie genau das Ergebnis ist, was man da bekommen hat. Nun zu der Lösung dieser Gleichung. Hier scheint es schon sehr viel sinnvoller zu sein, das Ganze mit dem Solver anzugehen, denn tatsächlich ist das Umformen dieser Gleichung auf x durchaus nicht so einfach. Ich kann diese Gleichung wieder genauso eingeben, wie sie hier steht. 8 ist gleich, vorsichtig, ich hätte fast dieses Gleichheitszeichen genommen, das wäre falsch gewesen, ist gleich, jetzt gebe ich den Bruchstrich ein, 12 mal x dividiert durch 12 plus x. Und wieder kann ich jetzt den Solve-Prozess auslösen. Wieder wird mir zunächst der Wert angezeigt, der momentan für x gespeichert ist. Das ist die Lösung von der vorherigen Aufgabe. Drücke jetzt auf das Gleichheitszeichen und wieder wird mir sofort die Lösung präsentiert. Das geht sehr schnell. X ist 24. Das ist tatsächlich die richtige Lösung. Und wiederum ist es so, dass das Ergebnis mit 100%iger Genauigkeit ermittelt worden ist. Wenn ich nun die Übersicht habe und der Gleichung ansehe, dass sie tatsächlich nur eine Lösung hat, und das ist hier tatsächlich der Fall, dann kann ich mich hier zufrieden geben. Im nächsten Beispiel wird das dann aber nicht der Fall sein. Da gibt es dann zwei Lösungen. Hier sehen wir nun also so eine Gleichung. Diese quadratische Gleichung hat zwei Lösungen, nämlich x1 gleich 5 und x2 gleich minus 2. Beides sind Lösungen dieser Gleichung. Ich kann die Gleichung wieder genauso eingeben, wie sie hier steht. 4 mal x Quadrat minus 12 mal x minus 40 gleich 0. Ich werde wieder den Solve-Prozess auslösen, das heißt also das Newtonsche Näherungsverfahren, das dann gestartet wird. Der Startwert ist 24. Da die 24 näher an der 5 liegt als an der minus 2, ist nun zu vermuten, dass aufgrund dieses Startwertes zuerst die 5 als Lösung angezeigt wird. Gleichheitszeichen und siehe da, die 5 wird mir präsentiert. Löse ich den Solve-Prozess jetzt nochmals aus, so wird natürlich wieder die 5 als Lösung präsentiert. Denn das war ja der Wert von x, der wird als erstes ausprobiert. Das ist schon eine Lösung und damit ist der Prozess zu Ende. Ich muss jetzt mit anderen Werten weiter experimentieren. Solve, ich gebe für x 100 ein, gleich und wieder kommt die 5 als Lösung. Naja, die 100 war nun die falsche Richtung. Versuchen wir einen weiteren Wert. Shift Solve. Minus 8 und jetzt ist zu vermuten, da die minus 8 näher an der minus 2 liegt als an der 5, ist nun zu vermuten, dass die zweite Lösung dabei ermittelt wird. Gleich und siehe da, minus 2 taucht als Lösung auf. Da es sich hier um eine quadratische Gleichung handelt und ich daher genau weiß, dass es maximal zwei Lösungen gibt, kann ich versuchen, diese beiden Lösungen auf diese Art und Weise zu ermitteln. Wenn aber diese Gleichung nun nur eine Lösung hätte, würde ich natürlich niemals die zweite finden und wäre möglicherweise niemals ganz sicher, dass die zweite Lösung tatsächlich nicht existiert. Also da stößt das Ganze schon an seine Grenzen. Wie bereits gesagt, ist das nicht der bevorzugte Weg, um quadratische Gleichungen mit Hilfe des Taschenrechners zu lösen. Ja, soweit zum Einsatz des Solvers. Ich habe Ihnen gezeigt, wie er einzusetzen ist. Ich habe Ihnen aber auch gleichzeitig die Schwächen beschrieben und hoffe, dass Sie nun damit umgehen können und dass er Ihnen einigen Nutzen bringt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich natürlich sehr über ein Like und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank.